100 Euro. Wie weit komme ich damit in die Kaufkraft von 100 Euro? Ist nicht überall gleich. In der Schweiz bekommst du dafür vielleicht nur ein halbes Abendessen, aber in Vietnam, damit kriegst du vielleicht ein ganzes Abenteuer. Und genau das will ich herausfinden. Was kann man damit erleben, essen, entdecken? Wie bewegt man sich durch die Stadt? Und wie fair sind die Preise? Ich checke dabei jeden Euro und jeden Cent und am Ende gibt es mein ehrliches Fazit und den Vergleich verschiedener Orte. Und zwar sind wir heute in New York City und wir schauen mal, wie weit wir hier mit den 100 Euro kommen. Mit dabei bin ich heute mit... Hello, I'm Maddie. I'm an American. I barely know German. Guten Morgen. I don't know how to say my name is. My name's Caleb. I'm also American. I'm showing them New York for the first time. It's pretty sick, pretty awesome, exciting stuff. We're here in Penn Station. Mein Name ist Patris. Mich hat man bestimmt schon mal in einem Video gesehen. Ja, Kumpel von Luca. Genau, und jetzt schauen wir, wie weit wir mit den 100 Euro kommen. Longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Hello, I'll take the hungry steak. What kind of bagel? You can choose from here. Just get a plain bagel. Plain bagel. Just a plain bagel. Yes. That's it? And the Americano. Americano medium or large? Medium. All right. For you, it's gonna be 17.30. Yeah, you look real confused looking at the Yeah, I was Grimace a bit bagel. confused with the different types of bagels. Yeah, Go over here towards the... a plain bagel is just like the basic. Yeah, the basic one. Klassisch, wie man es aus New York kennt, holt man sich hier natürlich zum Frühstück erstmal ein Bagel. Geholt habe ich mir ein Hungry Stack und ein Americano. Gekostet hat das Ganze $17 und 13 Cent. Insgesamt kann ich hier ausgeben heute $110. Dann kommen wir ungefähr auf die 100 Euro. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ist auch, glaube ich, tatsächlich mein erster Bagel. The bagel is really good. I give it a 8 out of 10. And I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. Ich habe mir eine Cola geholt für $4,63 und wir sind hier auf dem Boot. Wir sind auf dem Boot. Wir schauen uns nämlich hier so eine kleine Stadt an. Lass es mal kurz hier liegen. Ich zeig das mal kurz. Geh mal kurz hier raus. Da. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sieht. Es ist ein bisschen neblig, es ist ein bisschen regnerisch, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Und gekostet hat das Ganze, ich plätze hier ein, ich glaube 25,80 oder so. Ich blende ein. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. So, what were you saying? I was saying that I expected the. Oh, I don't need the umbrella. Thank you. I was expecting the Statue of Liberty to be a lot larger. I'll show it to you. It is pretty large, don't get me wrong, but about over a third of it, of its height is the base. I expected it to be much larger and the base to be a lot shorter. Because the way it's depicted in movies and pictures, it's like this large monumental thing. And here you can see the domesticated seagull expecting food from us. Yes. He got it. I know. You got it captured. This is the Statue of Liberty. Yeah, here. That's the one. That's the real one. Like I said, This one here is just built around it. That's the real deal.
Also hier ist Brooklyn, das da drüben ist Manhattan und auf der anderen Seite ist dann Jersey City. Still ist auch noch sieht falsch. Das ist schon cool. Also jetzt im Nachhinein muss ich auf jeden Fall sagen, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, zu der Freiheitsstatue zu gehen. Aber ich würde definitiv auch empfehlen, das ein bisschen früher einzuplanen, dass man auch die Krone da anschauen kann. Also dass man jetzt nicht nur da hier auf das Podest drauf kann, sondern halt auch oben auf die Krone oder im noch besseren Fall ganz oben in die Fackel rein. Kommt natürlich besser. Wir haben es nicht genug vorgeplant gehabt. Der nächste Termin wäre erst im Mai gewesen. Ja, also einfach ein bisschen vorher planen. Aber Daumen hoch, Empfehlung geht raus. Auch typisch für New York ist natürlich das Hotdog von einem Hotdog-Stand. Hab ich mir gerade geholt für $5 und ja, wird probiert. It's a good hot dog. Both of your arms are in the frame. I'm just pointing it out. It's okay. It's okay. No, wait, what if I just like stand up and move? It's perfect. Perfect. Here, I'll just do this. This. So, also das Hotdog ist super für einen Hotdog. Bisschen andere Wurst. Schmeckt ein bisschen anders als so ein deutsches Hotdog. Aber ja, ich gebe mal 6 von 10. Also hier in New York, in der Stadt, die niemals schläft, in der es eigentlich immer ein bisschen hektisch ist, ein bisschen lauter, ist es auch mal ruhig. Und ich finde es hier auch ein bisschen angebracht. Hier an dem 9/11 Memorial. So viele Namen, so viele Personen, die gestorben sind, hier an diesem Ort. Like a 90s spaceship. So we made it to a flying saucer. We're on our way to planet Neptune. You may have heard of it. Yeah, of course. Officially crossed into Outer space. outer space. Yes. I would jump right now out of excitement, but due to gravity, I would float up and never come back. Yes, we all know this problem. Wir sind gerade, wie ihr es vielleicht gesehen habt, in Dumbo in Brooklyn. Und um es spezifischer zu machen, wir sind hier an der Manhattan Bridge und hier drüben ist die Brooklyn Bridge. Und da drüben natürlich die Skyline von Manhattan. Absolut schöner Ort für nachts. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot. 560 Station. High five. Me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street. Off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard. And I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top. Also wir gehen jetzt hier in so eine Kabelbahn. Here you go. Danke. Bitte. In New York, concrete jungles where dreams are made of. There's nothing you can't do when you're in New York, New York. Coming out soon. Never heard before. My new song, hit single, New Jersey. I'm from Jersey. Exclusive from Maddie from Jersey, the Jersey Shore.
The Jersey Shore, y'all gotta come. Oh shit, we're moving. We're moving now. So they should go up. No rain. Alright, I'm staying. I already don't like it. I know. I am scared of heights, but there's something about this gondola that makes me feel a little secure. Maybe it's the view, the beauty of it, or it's just not that high up. I don't know. How do you feel? That water down there is gross. There's probably 20 million dead bodies in it. What the fuck? What? That's a white guess. They do have dead bodies. Oh, Mom, Jesus. Okay, suddenly I feel unsafe. I don't think it's visible. No. It's visible. With the backlighting. Yes. And There you go, perfect. Oh, look at that. Look at this New York traffic. That is why you take the metro everywhere. what a nice ride. Very nice. Very nice. I'll give it a good. I give it a 7.5. I was thinking a 7. 7.5. Yeah, 7.5 for the view. I would have given it 8.5, but the two shakes in between, Yeah, these were uncomfortable. I agree. If it was a bit smoother, I would not mind it at all. Additionally, if it was smoother, if it moved a little bit slower, that actually might help with the smooth transition. If it was a little bit slower, to really give you the opportunity to take in the view, because it is a beautiful view. I understand why people ride this multiple times. It's to really take in the captivating sight of the Hudson. But alas, that's not what they do. So 7.5. All right. Very nice. Very nice. High five. Survived. We survived. Make sure it's cleaner, Smoke session, Nigga, what you mean, In my car, Cruising down the street, So stoned, I'ma need something to eat, No tray, Ashes on my seat, Hide up, Taylor's on my feet, Cloud 9, Going through my mind, Take a toke, Hold it till you choke, Moving forward, Cruising on my border, Still got more, Burn it to a shorter, and I be flowing. I get so high, fuck around and never come down. I get so high, I get so high, and I be flowing. I get so high, fuck around and never come down. I get so high. Also, wie man hier drüben sieht, wir sind ungefähr auf dieser Höhe. Und es geht noch bis dahin, theoretisch gesehen. Aber ich glaube nicht, dass wir bis da hoch kommen. Ich glaube, es ist nur für dieses und dieses. Und wir sind hier. Und genau das gehört auch zu meiner 100-Euro-Challenge dazu. Und hat gekostet 44 Euro. 44 Dollar, meine ich. Sorry. Now we got a ball. Heard you got a cheaper price for that reefer, What you need, Never find a seat, Take a dab, Straight THC, For the highest in the room, look at me, Somewhere in the clouds, that's where we wanna be, So Freunde, hier oben auf dem 93. Stock habe ich das letzte Geld ausgegeben für eine Dose Fanta Orange. Was anderes zu trinken konnte ich mir hier mit den 100 Euro nicht mehr kaufen, weil mein Budget leider aufgebraucht ist. Aber das Video endet damit noch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Und zwar waren wir kurz vor Mitternacht noch am Times Square und hier läuft von 23:57 Uhr bis 0 Uhr immer einen Monat lang eine ausgewählte Kunstausstellung. Zum Ende des Videos sind wir hier an dem berühmten Ort am Times Square und damit ist das Video beendet. Bye! Abschließend kommen wir also zum Fazit und damit auch zur Bewertung von New York City.
Fangen wir einmal an mit der Kulinarik. Zur Verpflegung gab es hier nur den Bagel, gemacht aus New York City Wasser, den Americano und das Hotdog. Darauf kann ich tatsächlich nur eine 6 von 10 geben. Allerdings muss man auch im Hinterkopf behalten, dass es durch das Budget ein bisschen eingeschränkt war. Schaut man sich die Mobilität an, in der Stadt, die niemals schläft, da kommt man eigentlich mit den Öffis ganz gut hin und her. Das Einzige, was ich negativ empfunden habe, ist, dass die Bahnlinien ziemlich kompliziert gemacht sind. Also die haben gelb, grün, orange mit verschiedenen Buchstaben. Man muss auf jeden Fall Google Maps haben, um sich da orientieren zu können. Allerdings kann man hier auch mit den Leihfahrrädern fahren, was tatsächlich bei uns nicht ins Budget gepasst hat, aber das ist auch eine ganz gute Option. Deshalb gebe ich hier eine 7 von 10. Kommen wir dann einmal zum Thema Vielfalt. Hier brauche ich nicht wirklich viel zu sagen. Hier gibt es einfach alles. Hier gibt es die Freiheitsstatue, die man anschauen kann, den Central Park, was zeitlich leider nicht reingepasst hat, aber auf jeden Fall eine 10 von 10 gewesen wäre. Zum Beispiel das Vanderbilt oder auch das Empire State Building, diese Hochhaus-Experience. Also hier ist quasi alles dabei. Deshalb gebe ich hier auch eine 10 von 10. Kommen wir dann zum persönlichen Mehrwert. Da brauche ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Also den Times Square gesehen zu haben, die Skyscraper Experience und die Freiheitsstatue gesehen zu haben, ist echt eine 10 von 10. Deswegen gebe ich hier auch eine 10 von 10. Kommen wir dann aber zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Da muss ich auf jeden Fall hier ein bisschen eingrenzen. Wir sind natürlich in New York City gewesen. Fängt schon mal damit an, dass ich nur Frühstück und Mittagessen hatte. Wobei Mittagessen, ein Hotdog ist natürlich auch nicht die Riesenportion gewesen. Und das war es auch eigentlich, weil da nicht wirklich was ins Budget gepasst hat, weil in New York City schnell Sachen teuer werden. Allerdings gibt es auch viele Sachen, die man wirklich kostenlos machen kann, wie zum Beispiel die Stadt anzuschauen, den Times Square zu besuchen, die Brooklyn Bridge zu sehen. Also hier gebe ich trotzdem eine 5 von 10. Letztendlich kommen wir damit auf insgesamt ein Ergebnis von 7,6 und damit landet New York City auf dem 3. Platz. Und wenn ihr mehr von der Serie sehen wollt, abonniert gerne den Kanal oder klickt hier auf das neueste Video. Hotel.